Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir fliegen heute mit der Eurowings nach Newark in der Best, also der Premium Economy. Dominik noch ein schnelles Minütchen Zeit und unsere Boarding-Position. Es gibt verschiedene Eingänge. Es gibt den Eingang A, B und C. An A war die Schlange bestimmt 300 Meter lang und C eben nicht. Das heißt, ihr könnt ruhig mal gucken. Ihr könnt nämlich jeden Eingang eigentlich benutzen, um zu euren Gate zu kommen. Und noch ein Tipp für euch. Habt auf jeden Fall, wenn ihr in die USA reist, euer ESTA dabei. Eurowings besteht auf die Vorlage des Dokuments oder zumindest im Handy anzeigen. Also ganz wichtig. Was habe ich euch gesagt? Wir sind jetzt zu den C-Gates reingegangen. Das hat jetzt 10, 15 Minuten gedauert, aber habt ihr die Schlange vorhin gesehen? Bei den A-Gates, da hätten wir mit Sicherheit über eine Stunde gestanden. Übrigens für Eurowings Bestkunden gibt es keinen Loungezugang. Daher nutzen wir unseren Priority Pass und gehen hier in eine Lounge am Flughafen Düsseldorf. Nach Newark fliegen wir übrigens, ist seit 1.12. neu im Programm bei Eurowings, hat man von der Lufthansa übernommen. Die Lufthansa ist ja hier von Düsseldorf weggegangen und wir fliegen mit der neuen A330-300. Ich bin ja sehr gespannt auf die Premium Economy von Eurowings. Ist die vergleichbar mit der von Singapore Airlines oder von British Airways? Beides bin ich schon geflogen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, auf das i drücken und dann einen direkten Vergleich machen. Über eure Kommentare und eure Meinung bin ich sehr gespannt. Hallo! Jetzt hat's geklappt, ja. So, wir sind an Bord der Eurowings A330-300 Maschine. Sie besteht aus einer BIS-Class, also die Business Class, einmal die Best, das ist die Premium Economy und die Economy als solches. In einer 242-Bestuhlung könnt ihr hier sehen, jeder Sitz hat einen eigenen Bildschirm, Tisch, Entertainment-System, gehört alles dazu. Und aber das Interessante, worum es heute bei diesem Flug geht, ist ja die Best, also die Premium Economy. Das ist eine 232-Bestuhlung in 4 Reihen, gibt es hier vorne. Und ja, ich bin sehr gespannt. Und das ist hier die BIS-Class. Die werden wir aber im nächsten Video vorstellen. Seid gespannt. Am besten drückt ihr mal auf das i. Ist wahrscheinlich schon online. Sollen wir? Hallo! Ja. Ja.
Ja, ich sage es euch auch immer wieder, wenn ihr eine Buchung macht und ihr könnt Sitzplätze reservieren, das geht auch bei Eurowings, kostet zwar Geld, könnt ihr die Sitze am Notausgang reservieren. Und das sind für mich die besten Sitze in der Economy mit mega viel Beinfreiheit. Das ist der Sitz im Allgemeinen. Rechts habe ich zwei Knöpfe, mit denen ich die Rückenlehne nach hinten machen kann, stark nach hinten. Und der andere ist für die Fußlehne. Und das ist dann für die Fußlehne. Rückenlehne nach hinten. Dann habe ich eine relativ angenehme Sitzposition. Die bequeme Sitzposition hier in der Premium Economy ist natürlich kein flaches Bett. Ich bin hier in der Premium Economy, aber dafür habe ich einen breiten Sitz und eine relativ bequeme Sitzhaltung. So kann ich 9 Stunden nach New York gut überstehen. Wer jetzt denkt, ach, irgendwie kenne ich doch diesen Sitz und auch die Business Class, also die Biz Class, ja, das ist der neueste Flieger, den die Eurowings von der Lufthansa übernommen hat aber eine Kennung OO, das steht für Brussels Airlines, das ist halt ein Eurowings Flug operated by Brussels Airlines. Aber die Flugbegleiter sind alle mit dem bekannten Eurowings Branding und der Kleidung unterwegs. Wir geben dem Stefan und dem Dominik noch ein schnelles Minütchen Zeit. Fenster abrufen und unser Bord. Und auch in der Premium Economy, also der Best, ist es so, dass die erste Reihe am meisten Beinfreiheit hat. Würde ich mir überlegen, hier das zu wählen. Man hat ja die Möglichkeit, einen Sitz vorher zu reservieren. Und heute sage ich euch mal, was an dem Platz ist hier in der Eurowings Best Class. 2 Wasser. Oh. Mülltüte, Sicherheitsanweisung, Entertainment, Bistro, Shop und das Wings Magazin. Satte Rabatte, na gut. Aber wer das aus den USA kennt, der weiß ja, vielleicht kann man es gebrauchen. Eine Decke und das Kissen. Apropos Kissen, das tolle Kissen hier von Eurowings haben wir in unserem Merch-Shop auch. Wenn ihr am Computer guckt, seht ihr unten eine Leiste mit unseren Artikeln. Da gibt es Tassen und auch ein richtig cooles Kissen. Das gefällt mir am meisten, habe ich auch schon zu Hause, mit unseren kleinen bunten Flugzeugen drauf. Wenn euch das interessiert, gebt am besten den aktuellen Rabattcode bis zum 31.12. Eurowings in großen Buchstaben ein und dann bekommt ihr nochmal 10% Rabatt. You are interested in upgrade? Just let us know and we will inform you about prices and service. Thank you. Ja, und wer sich kurzfristig umentscheiden möchte, in der Economy oder hier in der Best Class fliegt und möchte eine Klasse höher fliegen, der kann es noch am Bord während des Boardings anfragen. Meine Damen und Herren, Ihr Handgepäck und Ihre Laptops müssen nun sicher verstaut sein. Sollten wir das Flugzeug evakuieren müssen, lassen Sie bitte Ihr gesamtes Handgepäck an Bord. Es kann losgehen. Bitte achten Sie darauf. Please leave all your hand luggage on board. Please no waste. Your seat is in an umbrella. There are 8 emergency exits. Please take a moment to locate the emergency exits. You will find 4 exits. Guten Tag, meine Damen und Herren, und ein herzliches Willkommen hier bei uns an Bord. The oxygen mask will drop down from the pedal.
in der ersten Reihe der Best sind die Monitore vorne im Sitz verbaut. Einmal reindrücken und dann kommen sie raus. Sie sind ziemlich hochwertig und kann damit auch das ganze Entertainment-System hier nutzen. Diverse Filme, Musik stehen zur Auswahl. Auch die Flight Map, die ich mir besonders gerne angucke, sind noch 8 Stunden. Die Flugzeit wurde reduziert auf 8 Stunden, warum auch immer. Kann ich es mir genau angucken. Und in der hinteren Reihe, also in der hinteren Reihe der Best, sind sie in den Vordersitz eingebaut. Das heißt, hier habe ich sogar noch einen größeren Monitor als in der ersten Reihe. Sollte man bedenken, USB-Anschluss befindet sich direkt am Monitor, genauso wie der Audioeingang. Ja, Steuerung ist wie immer ein berührungsempfindlicher Monitor, ein Touchscreen. Ja. Außerdem gibt es an jedem Sitz eine Steckdose unten in der Mittelkonsole versteckt und ja, für jeden Sitz. Und für den Monitor gibt es auch noch so einen Controller hier. Nicht unbedingt vonnöten, weil ich kann ja einigermaßen ganz schnell an den Monitor ran. Es ist ja ein berührungsempfindlicher Monitor, habe ich euch schon erzählt. Aber wenn ich das Licht anmachen möchte oder die Flugbegleiter rufen möchte, habe ich hier ebenfalls ein paar Knöpfe. Und lauter und leiser ist natürlich auch einfacher darüber, das Ganze über laut und leiser zu machen, statt am Display rumzudrücken. So lassen Sie uns dies gerne während des Services wissen. Give you some information on today's service. After we have finished our Das ist dann ungefähr den man hat, wenn der Vordermann die Rückenlehne nach hinten macht, dann kann ich den Monitor zu mir heranschieben. Eine ganz gute Idee, weil sonst würde ich nämlich nichts mehr sehen. Wir sind hier ja nicht in einem Business-Class-Sitz. Dafür gibt es hier aber doch einige Möglichkeiten zum Ablegen von Dingen. Rechts ist so ein Band, wo ich vielleicht ein Amenity-Kit oder halt ein Kit verstauen kann, also ein bisschen festmachen kann. Unter dem Monitor ist ein Fach für ein Handy oder Kleinigkeiten und da, wo die Flaschen sind. Und was habe ich euch erzählt? Es gibt ein Amenity-Kit auch in der Best. Gucken wir da mal, was da drin ist. Ganz schön viel. Eine kleine Fließtasche. Jo, eine Packung mit Socken. Die Augenmaske, Zahnbürste, Zahncreme. Oh, ein Mentos ist runtergefallen. Und eine Creme. Das passt mir ganz gut, denn nach dem Duschen heute Morgen habe ich extrem trockene Haut und das Fliegen macht es ja nicht besser. Ja, denn im Flugzeug ist ja bekanntlich sehr, sehr trockene Luft. Dann kann ich mich gleich immer ein bisschen eincremen. Relativ schnell nach dem Start beginnt der Service, aber ich muss euch noch erzählen, wie gesagt, dass es ja hier trockene Luft gibt. Ich will mich jetzt so schnell eincremen, bevor das Essen kommt. Und ich habe die Auswahl zwischen 2 Gerichten. Einmal Hühnchen und einmal Pasta. Und wohl bemerkt, es wird nicht von einem Trolley serviert, also es läuft hier keiner mit dem Trolley durch, sondern direkt aus der Galley wird das Essen serviert. Ich zeige euch mal das Essen hier im Detail mit den 2 Fotos. Es riecht wirklich lecker, kann ich euch sagen. Zu der warmen Speise gibt es dann noch einen kleinen kalten Salat und die Nachspeise ist auch ebenfalls auf dem Tablett. Ja. Danke. So, und nach dem Essen kommt dann der Getränkeservice. Der wird dann von einem Trolley aus gemacht. Dann bekomme ich die Auswahl zwischen Softdrinks und einem Rotwein, einem Weißwein und einem Bier. Und wenn ich möchte, kann ich auch während des gesamten Fluges danach fragen, denn das ist während des gesamten Fluges frei. Und wenn ihr mit Singapore Airlines und British Airways vergleicht, meint ihr, es ist unfair, wenn ihr einen Low-Cost-Carrier gegen so nicht Low-Cost-Area vergleicht? Schreibt mal in die Kommentare. Dominik ist schon fertig mit Essen und er hat sich wieder nach vorne gesetzt, denn wir haben ja die ganze Reihe hier, die linke Reihe für uns alleine. Zuerst waren ja noch welche Passagiere auf diesem Sitz gesessen. Die haben aber ein Upgrade gekauft und sind nach vorne in die Business gegangen. Was es kostet, werde ich nachher für euch in Erfahrung bringen. Tatsächlich finde ich diesen Sitz
sitze hier relativ bequem. Ich habe viel Platz hier, wenn ich auch noch das Glück habe, dass mein Nachbarsitz frei bleibt, kann ich den Tisch neben mir ausbreiten, da meine ganzen Sachen rauf tun und habe hier doch eine Menge Platz für mich ganz alleine. Und die Kopfstütze ebenfalls ist einstellbar. Ich kann sie rausklappen, damit ich entsprechend auch gut schlafen kann. Ich denke, wenn ich jetzt hier über Nacht fliegen würde, wir fliegen ja tagsüber nach New York, kann ich auch einigermaßen gut schlafen hier. Das ist der Waschraum hier in der A330-300 von Eurowings. Vor der Best Class, also der Premium Economy, sind 2 Waschräume links und rechts, die aber ebenfalls von der Economy genutzt werden können und ja, nicht unbedingt die größten sind. Die Frage ist nur, wofür brauchen wir hier Amenities? Wir haben hier ein Amenity-Kit bekommen, dort ist alles drin, Zahnbürste, Zahncreme, eine Creme überhaupt zum Eincremen. Ja, und das ist ja das, was man normalerweise hier finden würde als Amenity, aber haben wir ja, wie gesagt, in dem Kit drin. Oh, es gibt recyceltes Papier. Das nenne ich mal ein bisschen umweltfreundlich. So, ich komme zurück zu meinem Platz. Da liegt dann ein Erfrischungstüchlein, also ein feuchtes Tuch und eine kleine Praline. So, jetzt nachdem der Service durch ist, Getränke ausgeteilt sind, wird jetzt hier ein bisschen Ruhe einkehren und die Flight Attendants sind meistens dann im vorderen Bereich oder bedienen dann in der Economy weiter. Und wir können uns jetzt einfach zurücklehnen und die restliche Flugzeit genießen. Das sind immer noch 7,5 Stunden bis New York bzw. Newark. Ist nicht New York, ist New Jersey und ist etwas außerhalb von New York. Auf der einen Seite mag ich diesen Tisch. Er lässt sich verschieben, ich kann damit sehr gut essen, er ist relativ stabil. Aber wenn ich den Sitz verlassen möchte, kann ich ihn leider nicht drehen. Das heißt, dann muss ich wieder alles von meinem Tisch runternehmen, verstauen den Tisch und dann erst rausgehen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass welche, die hinter mir gesessen haben, in die Business, also in die Biz-Class gegangen sind. Die haben ein Upgrade gekauft vor Ort. Das hat mich sehr interessiert, was man da bezahlen muss, ob es einfach so möglich ist oder ob man bestimmte Kriterien dafür erfüllen muss, um einfach ein Upgrade zu bekommen. Also sag mal, das wichtigste Kriterium ist natürlich, dass Platz verfügbar ist. Ja. Wir müssen abwarten, bis alle Gäste an Bord sind, bis wir genau wissen, wie viele Plätze wir frei haben. Und dann ist es natürlich abhängig vom Tarif. Was habe ich eigentlich gebucht? Wenn ich zum Beispiel den Basic-Tarif gebucht habe, das ist der ganz nackte Tarif, ja, ohne ein Essen, ohne ein Getränk, dann ist es natürlich am teuersten abzugraden. Ja. Und wenn ich in der Best bereits sitze, dann kann ich auch noch in die Business Class upgraden. Es ist eigentlich alles möglich. Ja. Ne? Wir haben ja auch noch das ist keine eigene Klasse, aber den Morlecken, wo man mit etwas mehr Beinfreiheit komfortabler reisen kann. Ja. Das ist natürlich auch möglich, dorthin zu wechseln. Es ist eigentlich alles offen, solange Platz verfügbar ist. Und in welchem Rahmen bewegt sich das? Welchem preislichen Rahmen? So 350 bis? Ja, ich sage das günstigste, das ist sogar noch da drunter. 50 €, wenn ich nur in den Morlecken wechseln möchte, weil das ist keine eigene Klasse. Da habe ich den gleichen Service wie auch in der Economy, aber ich habe wesentlich mehr Beinfreiheit und reise komfortabler. Und genau, die anderen Preise bewegen sich dann im Rahmen von 350 € bis 650 €. Genau, das habe ich auch so gelesen. Genauer habe ich es nicht gefunden. Das ist, denke ich, kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Buchungsklasse man hat. Aber das ist doch mal ein Angebot, wenn man halt direkt im Flugzeug ist. Man überlegt sich auch, es ist sowieso voll und habe ich doch Lust auf die Biz-Class, also die Business Class, dann fahre ich einfach nach vor Ort und mache ein Upgrade. Das ist bei anderen Airlines nicht so einfach. Wir machen eigentlich auch immer eine Ansage, wenn wir wissen, es sind Plätze verfügbar, dann
Mitarbeiterin machen da eine Ansage, sobald alle Gäste da sind. Auch heute war es der Fall. Ja, eben. Da hatten wir Gäste in der Best Class gebucht. Die waren an einem Upgrade in die Biz Class interessiert. Dann haben wir ihnen erstmal die Biz Class vorgestellt, gezeigt, die schönen Sitze in unserer Business Class. Und die Gäste sitzen jetzt vorne und genießen vorne einen vollwertigen Business Service. Das heißt, ich kann mir vorher nochmal den Sitz genauer angucken und überlegen, ob ich das machen möchte. Finde ich eine gute Sache. Ja, vielen Dank, Heike, für die Auskunft. Sehr gerne. So Leute, wir haben jetzt tatsächlich gesagt, wir machen mal einen Ausrutscher. Wir haben jetzt Hunger zwischen dem Hauptgang und dem Nebengang, also kurz vor Landung. Und wir haben uns jetzt mal was von der Karte bestellt, schön mit der Kreditkarte bezahlt, denn wir wollen auch authentisch sein in der Hinsicht, dass wir sagen, was bietet die Best Class von Eurowings auf Langstrecke, wenn wir was bestellen. Ach, da ist es schon. Da ist sie schon. Ach, das ist aber schnell. So, ich habe ihn gerade zusammengefummelt, den Burger. Schauen wir mal, wie er schmeckt an Bord von Eurowings. Also schwer ist er auf jeden Fall. Oh. Da hatte meine Stewardess tatsächlich recht. Schön draufknallen und dann schmeckt das richtig gut. Also, ich würde sagen, wenn ihr richtig viel Hunger habt, bestellt den Burger. Aber Leute, ihr könnt dann nichts weiter essen, weil das Ding hier ist so dermaßen mächtig. Im Prinzip reicht das völlig aus für den ganzen Flug von 9 Stunden. Ich kann mir nicht vorstellen, danach noch irgendwas zu essen. Das ist so mächtig. Wow. Da ist der Stefan, der möchte auch mal probieren. Ja, aber es gibt nachher noch Sandwich. Weil es ist ja nicht inklusive das hier. Trotzdem wollen wir euch das unbedingt zeigen. Wann fliegen wir denn nochmal die Best Class? Oh. Wie Dominik vorhin schon gesagt hat, ich bin eigentlich mega satt nach diesem halben Burger. Er hat mir ja nur die Hälfte abgegeben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Gibt es jetzt ungefähr eine Stunde 50 vor Landung in New York nochmal es ist eigentlich Sandwich, aber das sieht eher aus wie so eine Art Calzone. Also irgendwas Gefülltes, Warmes. Oh, und Käse drin. Und nochmal ein Streuselkuchen, ein Mohnstreuselkuchen. Tatsächlich, das ist eine gefüllte Pizza. Ebenfalls nochmal ein Getränk gegangen, wobei man ja den ganzen Flug über bestellen kann. Also es ist auch kein Problem zu sagen, ich hätte ganz gerne noch eine Cola Light oder einen Weißwein, Rotwein, Bier. Da ist man hier relativ offen. Was man eingestellt hat, ist leider, muss ich sagen, aber kann ich auch verstehen, den Snack-Server. Vor einiger Zeit konnte man sich auch noch Snacks bestellen, den ganzen Flug über. Aber da gab es über einige Gäste, das kann ich vollkommen nachvollziehen, die sich diese Snacks in Massen geben lassen haben und sie dann entsprechend eingepackt und mitgenommen haben. Finde ich in diesem Fall jetzt nicht in Ordnung. So, nochmal zur Information für euch. Wi-Fi ist übrigens auch hier in der A330-300 verfügbar. Kostet ein bisschen, die Preise kann ich euch gerne einblenden. Für Airline-Check-Ins Nutzer ist die Nutzung durch iPass wieder mal kostenlos. Wenn ihr noch nicht iPass habt, dann guckt euch das mal an. Das ist eine App, worüber man sich eigentlich automatisch einchecken lassen kann, aber die hat noch das Feature, dass man sich für 3 Monate jeweils 10 Euro, also 30 Euro in 3 Monaten bei vielen Airlines kostenlos ins Internet einloggen kann. Darunter auch Eurowings. Gerne auf Ihrem Weg nach New York begleitet. Wünschen Ihnen nun eine schöne Zeit hier
So, wir sind sehr gut gelandet und sogar pünktlich, wie vorausgesagt. Und was soll ich sagen? Ein kurzes Resümee schon mal von dem Flug. Wir steigen ja noch aus und da will ich immer das abschließende Resümee sagen. Aber bis jetzt hat mir der Flug extrem gut gefallen. Die Crew ist so unglaublich freundlich. Und ich will euch was sagen, wir sind zwar von Eurowings unterstützt worden für diesen Flug, aber ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass ihr diesen Service und diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit immer bei Eurowings auf diesen Flügen erwarten könnt. Gut, was ich nicht so toll fand, das hat Dominik vorhin angedeutet, aber konnte er nicht sprechen, weil der Ton nicht so toll war. Das Kabinenkonzept könnte man nochmal überlegen, denn die Best, also die Premium Economy, ist in der gleichen Kabine wie die Economy und es gibt eigentlich keine Abtrennung. Es gibt nur dieses schwarze Glas da oben und jeder läuft hier immer quer durch und die Toiletten sind halt auch da hinten eine Menge für die Economy und für die Best wird es dann geteilt, das kann es auch nicht sein. Also das ist noch eine Sache, die man vielleicht verbessern könnte. Ansonsten war der Flug und das Flugzeug mega gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Premium Economy so einen Luxus genießen können. Es war richtig bequem hier. Ich habe sehr gut gesessen. Ne? Also es ist ein breiter Sitz, sehr bequem und ja, könnte ich auch länger hier bleiben. Tschüss, tschüss. Tschüss, alles Gute. So, angekommen jetzt endlich in Newark. Und war ein toller Flug. Die Crew war jetzt auch zur Verabschiedung nochmal richtig freundlich. Hat mir sehr gut gefallen. Bin sehr gespannt auf den Biz-Class-Flug, also die Business Class. Die werdet ihr dann am nächsten Samstag auf unserem Kanal sehen. Verpasst das auf keinen Fall. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.